würdest du Board kaufen? Jetzt allgemein, wenn... Gut. Ab nach Hause. So, und ich bin auch schon daheim und im Call mit dem Fabian. Es hat geklappt, so spontan. Jederzeit, es ist jetzt 8 Uhr, ich könnte meine Pizza kommen. Dann müsste ich schnell eine Minute Abend zahlen. Ich bin in San Francisco. Jo, ich habe heute das Mellowboard fahren und ich habe gedacht, wenn eine gute Frage kann stellen zu elektrischen Skateboards, die mir vielleicht nicht einfallen, dann bist du das. Nein, ich habe jetzt gerade ja viel Elektroboards. Scheiße, das ist der Pizzakurier so. Ich komme gerade wieder. So, Tiramisu, Pizza. Was nimmt dich am meisten Wunder beim Mellowboard? Ja, halt allgemein, wie fährt es? Gut, ich weiss, dass es Skateboards selber sind, die das gebaut haben. Also von dem her ist meine Erwartung recht gross, was das anbelangt. Also ich nehme mal an, Fahrverhalten wird recht normal gewesen sein. So Boosterboard-mässig, oder? Absolut. Es sind ja 2 Motoren im Rad drin und die Entfaltung von der Kraft ist absolut extrem smooth. Also wirklich wie beim Boosterboard. Bei keinem anderen Hubmotor bisher so erlebt. Okay. Dann gut. Range, hast du weit fahren? Der Fred, den ich getroffen habe, er ist gleich schwer wie ich und bekommt immer so, je nachdem wie er fährt, 10 bis 15 Kilometer, sagt er. Ja. Ich werde es sicher testen, wenn ich mal Gelegenheit habe. Das, was ich hatte, war ein Prototyp. Also einer der letzten Prototypen vor der Serienproduktion. Die Motoren haben Power, definitiv. Auch der Speed, er sagt 40 km/h. Ich bin so schnell gefahren, bis ich mich nicht mehr getraut habe, schneller zu fahren. Und es ist wirklich, es ist zügig vorangegangen. Es war ein Cruiserboard, ich hatte kein Longboard. Ich hatte so etwas zwischen Skateboard und Longboard von der Grösse. Was haben wir noch? Range 15 km ist etwa gleich wie... Gut, du kannst dafür Batterien easy wechseln, das ist schon geil. Du kannst Batterien wechseln und es ist wirklich sehr einfach. Das mit der Range, es hat 99 Watt, genau gleich wie das Boosterboard. Ich bin sicher, die Deutschen haben einen guten, effizienten Motor gebaut, das traue ich absolut zu. Aber bevor ich die Range nicht selber gesehen habe, ich glaube keine Range von einem Skateboard momentan, weil es stimmt einfach nicht. Jeder tut aktuell liegen. Vielleicht wäre Mellowboard der erste, der nicht liegt, das wäre schön. Okay. Das ist vielleicht auch etwas Interessantes beim Mellowboard, die Modes. Also der Mode, den ich bis jetzt noch nie gesehen habe. Also du hast ganz normal so einen Anfängermodus, einen Intermediate und einen Pro. Aber es hat einen Endless-Modus. Und der Endless-Modus, das ist so der, ich nenne es den Undercover-Modus. Das heisst, du gehst schön an, ganz normal, mit dem Fuß und der tut einfach die Geschwindigkeit halten, die du angegeben hast und wird ganz langsam, wird langsamer. Und wenn du es fährst, es ist wirklich ganz ein cooles Fahrgefühl. Auch wenn du am Cruisen bist, du hast eine ganz spezielle Fernbedienung, die sind so, gehen so zusammen, du ziehst es auseinander. Wenn es aber in die Neutralposition zurückgeht, dann bremst es nicht. Es haltet einfach Geschwindigkeit und du cruisest vor dir her. Es ist wirklich gut durchdacht. Es war am Anfang ein bisschen komisch gewesen, weil wir ja immer da die Fernbedienung mit den Rädchen gewöhnt sind, wo du irgendetwas drüllst. Das ist ganz ein anderes Konzept, aber ich sage jetzt mal keine 5 Minuten und ich habe mich daran gewöhnt. Geil, ja, klingt gut. Klingt gut. Wie schwer ist so eine Batterie? Das ist aber 1 Kilo, oder? Das ganze System wiegt, glaube ich, etwa 4 Kilo, wenn ich mich nicht täusche, oder 4,5. Ja. Das muss aber geil sein, 4,5 Kilo. Wenn das Board aufläuft, ist es sicher eine Kugel. Es war leicht gewesen, ja. Ich finde, das ist der grösste Vorteil an dem ganzen Board. Das ist eigentlich der Grund, warum ich das kaufen wollte. Das ist das leichteste Board auf dem Markt. Ich hätte es, dass es alle wissen, ich hätte es eigentlich gekauft und habe Mellowboard
kontaktiert. Oder ich habe es gekauft für meine Reise, weil du kannst mit dem umreisen, was für mich geil ist. Du kannst Batterien wechseln, super geil. Ich hätte es wirklich unbedingt wollen, aber die haben mir nicht mal ein Board verkaufen. Hey, die geben mir ein Board. Jetzt, da können wir gerade zu einem Knackpunkt denken, der Preis. 1400 €. Und das ist ohne Mehrwertsteuer. Ist ein wirklich saftiger Preis. Ja, das ist verdammt viel. Aber ich sage jetzt, fürs Gewicht und für das, was du bekommst, gut, eine zweite Batterie ist nicht drin, gell? Nein, die kostet 200 € zusätzlich, ohne Mehrwertsteuer. Oh, damn, das ist verdammt viel. Es ist eine 100 Watt Batterie. Das ist okay. Das ist okay. Boosterboard-Batterie zusätzlich, die neue, die ich bestellt habe, mit 200 Watt. Die Extended Range, die kostet auch 300 €. Aber du würdest Sport kaufen, jetzt allgemein? Ich würde sagen, mit der Flexibilität, Modularität, dass du immer kannst dein Stack wechseln kannst. Wechselbaren Akku, gute Beschleunigung. Oh, ich habe etwas vergessen. Absolut leislich. Du hörst es nicht. Also, ist natürlich super praktisch, weil, das dürfen wir in so einem Video nicht sagen, mir fällt natürlich nicht auf. Ja, nicht. Ja, man, das darf schon sagen. Komplett undercover. Okay. Das einzige Manko, das ich wirklich entdeckt habe, war die Bremse. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass Bremse ist ein Software-Thema. Das heisst, ein Motor kann hart bremsen, das heisst, das kannst du wahrscheinlich dann konfigurieren in der App. Aber du hast jetzt, wenn du dich erinnerst an das Boosterboard und an das e-Wolf, wo du hast können, zack, eine Vollbremse gerissen und unsere Räder haben blockiert. Das geht nicht beim Mellowboard. Also du kannst bremsen, aber es tut. Ja, das Problem haben viele Boards. Gut, das Ding ist halt, weißt, die könnten sicher vollbremsen. Es braucht zwar mehr Energie, aber sie sind halt auch eher so ein bisschen, okay, es braucht mehr Energie. Und es ist gefährlicher. Die Leute könnten das so nicht fahren. Ja. Wir haben es gesehen, ich habe übrigens noch einen Storyboard-Test gemacht gegen Boosterboard an der gleichen Stelle, wo wir gesehen sind. Ich habe 40 km/h drauf bekommen, GPS, mit dem Boosterboard. Das heisst, dort, wo du gekommen bist, voll Garacho, Trab, hast du 40 km/h drauf gehabt, wo wir so geschlingert sind bei der Vollbremsung. Und das ist eben schon heavy. Und wenn du dann, du brauchst einen geübten Fahrer, um es zu kontrollieren, dass du dann nicht abgehst. Geräusch. Bergauf wird sicher Bergauf auch wissen wir nicht, aber ein bisschen teuer. Aber im Fall, mich überzeugt das recht. Ich würde mir am liebsten gerade eins kaufen. Also jetzt wirklich, weil eine Schnur halt, weil wirklich kannst du umreisen damit, oder? Und kannst reisen. 4 Kilo, das ist der Hammer. Letztes Jahr habe ich von JKs 4 Kilo Board getestet und ich habe es einfach schon nur wegen dem Gewicht cool gefunden. Oder? Das sind 4 Kilo. Weißt du, schlussendlich drehst du es ja gleich wieder um, oder? Ja, und für mich wär's. es ist halt einfach geil, dass du kannst dein Brett auswählen und du kannst, je nachdem, was du machen willst, du es einfach schnell wechseln vom einen Brett aufs andere. Das ist schon ziemlich cool. Das ist so. Ja, ich würde mir, glaube ich, ein Slalomboard drauf tun. Leichteste Board und einfach das Gewicht noch auch wenn die Batterie ein bisschen rausschauen würde, scheissegal. Ist doch gleich. Aber das würde ich machen. Jo. Ja, also ich bin echt gespannt auf das finale Produkt. Und Auf jeden Fall, ich tue mir auf jeden Fall überlegen, ob ich mir das bestelle, wenn ich da unten bin. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Gut. Vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast. Ja, kein Problem. Und bei mir wäre das jetzt der Ende vom Vlog von heute. Ja, ich filme das auch am Ende von meinem Vlog. Mal schauen, Ich denke, ob ich dich offen haben kann. Ja. Hey, Ich denke, Was? wir schließen hier gerade, weil ich muss noch eine Pizza essen. Was meint ihr zum Mellowboard? Würdet ihr das kaufen?
Interessiert euch irgendetwas, wo ich oder Fabian jetzt nicht gefragt haben? Schreibt es unten in den Kommentaren, ich bin gespannt drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, sagt es wie immer mit einem Like und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Nice.